Servus Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Prophet auf den Coronavirus reagieren würde? Denn solche Viren gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte und natürlich auch zu Zeiten des Propheten. Doch lasst uns von vorne anfangen. Es ist jedem der am Neujahr in China ausgebrochene Coronavirus bekannt. Mittlerweile hat es unseren Alltag in Deutschland erreicht. Unser Gesundheitssystem legt gerade eine wichtige Prüfung gegen diesen Virus ab. Natürlich denkt sich jeder bei so einer Infektionskrankheit die gleiche Frage: Wie kann ich mich selbst vor einer Ansteckung schützen? Nun werden wir diese Fragestellung mit historischen Beispielen lösen. Da die Viren und die Bakterien noch nicht erforscht waren, herrschte bei den Menschen der Glaube, dass die Krankheiten von Dämonen, Hexen oder den Sternen kommen. Es war quasi wie ein Fluch auf eine Person. Somit kam eine Übertragung an andere Menschen nicht in Frage. Durch Zauberei versuchte man die Menschen zu heilen, leider ohne Erfolg. Der schwarze Tod brachte in Europa fast 25 Millionen Todesopfer. Die erste Quarantänemaßnahme kam 1423 in Venedig, jedoch war es dafür schon zu spät, da die Pest schon in ganz Europa verbreitet war. Die Pest war auch in Asien unterwegs, somit kamen auch sehr viele Muslime damit in Kontakt. Durch die Pest starben auch in muslimischen Ländern sehr viele Menschen. Was für eine Empfehlung würde der Prophet Mohammed für das heutige Coronavirus aussprechen? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir erst einmal, was er tat, als die Pest oder die Lepra in seiner Zeit ausgebrochen ist. Wenn ihr hört, dass irgendwo die Pest ausgebrochen sei, dann geht unter keinen Umständen dorthin. Wenn die Krankheit in eurer Gegend auftritt, dann entfernt euch nicht von dort, um zu fliehen. Dieser Hadith legt den ersten Grundbaustein der Quarantäne in der Menschheitsgeschichte. Es wird eine Ausgangs- und Einreisesperre verhängt. Natürlich wurde dadurch die Pest nicht heilbar, aber durch diese Maßnahme konnte man dennoch die Verbreitung verhindern. In einem weiteren Hadith sagt der Gesandte: Wenn jemand von der Pest flieht, ist das genauso, als würde jemand davor weglaufen, für Gott zu kämpfen. Wer geduldig ist, für ihn gibt es den Lohn eines Märtyrers. Denn hierbei geht es darum, andere nicht betroffene Menschen zu schützen. Für Gott zu kämpfen bedeutet, Mitmenschen vor Feinden, aber auch vor Krankheiten zu beschützen. Da in beiden Fällen der Schutz der eigenen Bevölkerung im Vordergrund steht, werden beide als Märtyrer gesehen. Auch heute wird von den mit der Infektion betroffenen Menschen erwartet, dass sie sich an diese Ausgangssperren halten. Bei Widerstand gegen diese Sperren kann der Staat laut dem Pandemie-Notfallplan auch polizeiliche Maßnahmen einleiten. In einem weiteren Hadithen sagt der Prophet: Verstecke dich vor Lepra, wie du dich vor einem Löwen versteckst. Hierbei geht es in diesem Hadith darum, die Präventionsmaßnahmen zu treffen und somit eine Begegnung mit einem Löwen zu vermeiden. Das heißt, treffe richtige Entscheidungen, damit erst kein Lepra entsteht, und falls es entstehen sollte, bereite dich darauf vor, dass du davon keinen Schaden abbekommst. Natürlich ist eines sehr wichtig: Der Prophet akzeptiert nicht die Zustände und führt Maßnahmen ein, damit eine weitere Verbreitung verhindert werden kann. Kurz gesagt, macht er zuerst Tedbir, danach Tevekkül. Denn verkehrt herum wäre es fatalistisch und würde nicht dem Koran und der Sunna entsprechen. Ja, es ist ein sehr ernstes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, was der Prophet heute tun würde. Natürlich ist uns allen diese Information schon bekannt, aber es ist dennoch interessant, dass er das alles im 7. Jahrhundert empfohlen hat und wir es im 21. Jahrhundert anwenden können. Im Weiteren natürlich euch allen Corona-freie Tage, abonniert unseren Kanal, bleibt gesund und bis bald.